schauen wir auch gespannt in die Türkei, genauer gesagt nach Istanbul. Die große Frage ist, wie sehr fürchtet der türkische Präsident Erdogan seinen Kontrahenten von der Oppositionspartei CHP, Ekrem İmamoğlu, wirklich? So sehr, dass er den Bürgermeister von Istanbul ganz aus dem Spiel nehmen will. Das vermutet zumindest die CHP, nachdem İmamoğlu heute im Morgengrauen von einer Hundertschaft Polizisten in seinem Haus in Istanbul festgenommen worden ist. Ihm wird Korruption und Manipulation sowie die Unterstützung einer Terrororganisation vorgeworfen. Und auch sein Uni-Abschluss wurde ihm bereits entzogen. Sandra Saatmann. Großaufgebot von Polizeibeamten mit schweren Schutzschilden vor dem Haus des Istanbuler Bürgermeisters. Kurz darauf wird Ekrem İmamoğlu abgeführt, festgenommen. Neben ihm noch 100 weitere Menschen. Im Morgengrauen sollen sich Dutzende Polizisten Zutritt zu İmamoğlu's Wohnung verschafft haben. Währenddessen legt sich der Bürgermeister ruhig Hemd und Krawatte an und postet auf X dieses Video. Eine Handvoll Menschen, sagt er, missbrauchten die Sicherheitskräfte. Wir stehen einer großen Tyrannei gegenüber. Aber ich möchte, dass Sie wissen, dass ich mich nicht entmutigen lasse. Ich vertraue meinem Volk. Ich werde weiterhin gegen die Person und ihren Verstand kämpfen, die diesen ganzen Prozess als Apparat nutzt. Gemeint sein könnte der türkische Präsident Erdogan. Versucht der, seinen größten Konkurrenten politisch auszuschalten? Die CHP, İmamoğlu's Partei, wittert einen Putschversuch. Sie wollte İmamoğlu eigentlich kommenden Sonntag offiziell zum Präsidentschaftskandidaten für die Wahlen 2028 küren. Doch jetzt sieht sich der demokratische Hoffnungsträger mit einer Reihe von Anschuldigungen der Behörden konfrontiert. Die reichen von Korruption über Manipulation von Ausschreibungen, die Führung einer kriminellen Vereinigung und die Unterstützung einer Terrororganisation, genauer gesagt der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK. Angedeutet hatte sich das bereits seit einigen Tagen. Da hatte die Universität Istanbul İmamoğlu's Abschluss annulliert. Hintergrund soll ein unrechtmäßiger Wechsel der Uni gewesen sein. Aber nur wer einen Uni-Abschluss hat, kann Präsidentschaftskandidat werden. İmamoğlu wollte auch international wahrgenommen werden. Im April vergangenen Jahres übten Bundespräsident Steinmeier und er offensiven Schulterschluss bei einem Besuch in Istanbul. Trotz Demonstrationsverbot und Straßensperrungen in Istanbul haben sich hunderte Menschen an verschiedenen Orten versammelt. Der Zugang zu Social-Media-Webseiten wie X und YouTube ist laut Berichten inzwischen eingeschränkt. Damit der Blick jetzt nach Istanbul zu Marion Sendker. Ja, Marion, also es gibt schon Reaktionen auch auf den Straßen. Wir sehen ja auch die Live-Bilder, aber vor allem die Oppositionspartei CHP. Wie reagiert sie jetzt auf diese Festnahme? Sie hat die Festnahmen verurteilt, will sich zur Wehr setzen, spricht auch davon, dass jetzt die ganze Nation eben hinter Ekrem İmamoğlu stehen wird, die ganze Partei sowieso. Also es eint gerade diese eher sehr zerstrittene Partei, wenigstens für diesen einen Moment, denn es war ja auch lange nicht klar, ob überhaupt wirklich Ekrem İmamoğlu ihr Kandidat werden soll oder nicht. Also die Partei ist, wie gesagt, von innen sehr, sehr zerstritten und zersplittert. Ekrem İmamoğlu's Frau, Dilek İmamoğlu, hat sich auch schon geäußert und hat ebenfalls appelliert, an die Gesellschaft zusammenzuhalten und zu protestieren. Im Grunde hat sie dazu aufgerufen. Aber da weiß ich nicht, ob man auf sie oder ob man auch auf die CHP so viel hören wird. Denn die Gesellschaft in der Türkei ist schon eher sehr eingeschüchtert nicht nur von dieser Ingewahrsamnahme, sondern von den vielen anderen, die es in den vergangenen Wochen gegeben hat. Schauen wir noch mal auf die Begründung dieser Festnahme. Es sind ja doch einige Punkte, die dort angeführt werden. Kannst du uns da noch mal ein bisschen durchführen? Ja, Ekrem İmamoğlu sammelt im Grunde seit Jahren Anklagepunkte gegen ihn. Also auch das mit dem Diplom, das ist nicht neu. Das kam zuerst 2020. Dann zwischendurch, er ist schon einmal verurteilt worden zu 2 Jahren Haft. Das Verfahren ist aber gerade in Berufung. Da geht es darum, dass er öffentliche Amtsträger beleidigt haben soll. Jetzt kommen eben noch Korruption, Erpressung, Terrorverbindung mit dazu. Aber das sind Sachen, da schaut man in der Türkei ehrlich gesagt gar nicht mehr so ganz genau drauf. Denn man weiß, dass wenn jemand verhaftet, wenn jemand weggesperrt werden soll, dann findet sich immer im Grunde irgendein Grund, sei es, dass die Justiz da 10, 20 Jahre weiter zurückgeht und irgendetwas sucht, irgendetwas findet, irgendetwas fabriziert. Das ist eben auch der große Vorwurf, den es hier auch von anderen Oppositionsparteien gerade gegen die Regierung und indirekt, aber vor allem gegen die Justiz gibt. Und deswegen schaut man sich das weniger an und darüber wird auch kaum gesprochen, was ihm alles vorgeworfen wird, weil da eben die meisten Menschen wissen, dass es oder vermuten, dass es sich um ein politisch motiviertes Verfahren handelt. Marion, danke dir für den Moment nach Istanbul.